Ich habe meine Kräfte zurückgewonnen. Mein Leben hat neu begonnen. Wir haben immer Kontakt gehalten und so habe ich mitbekommen, wie er Stück um Stück immer mehr Kraft zurückbekommen hat und gesund geworden ist. Eine der außergewöhnlichsten Heilungen im ganzen Freundeskreis hat Pavel Schemet aus St. Petersburg erlebt. Er war mit seiner Gesundheit am Ende, als eine deutsche Studentin von Bruno Gröning erzählte. 1993 bin ich als Studentin hierher gekommen zu einem Sprachkurs und kam dann in die Familie von Tanja und Pavel. Da erzählte sie mir, dass Pavel in Tschernobyl war und dass er da die volle Strahlung abbekommen hat, weil er gleich neben dem Reaktor zu Aufräumen und Säuberungsarbeiten gerufen worden war. Infolge der hohen Strahlendosis bei der Liquidierung der Folgen des Reaktorunglücks von Tschernobyl konnte er schon 1993 nicht mehr lesen und laufen und sich infolge der schrecklichen Kopfschmerzen nicht mehr auf den Beinen halten. Er verlor das Bewusstsein. 1986 nahm ich an der Beseitigung der Schäden des Kernreaktorunglücks von Tschernobyl teil. Am 26. April haben wir Menschen evakuiert. Am 2. Mai Aufräum- und Reinigungsarbeiten durchgeführt und den Weg zum Reaktor freigelegt. Ende 1987 und 1988 musste ich ins Krankenhaus. Ich bekam Probleme mit meiner Gesundheit. Ich konnte nichts mehr in den Händen halten. Konnte nicht mehr lesen. Ich musste lange im Krankenhaus bleiben. 1992 habe ich fast das ganze Jahr im Krankenhaus gelegen. Dann hat man mich nach Hause entlassen. Er litt unter Gedächtnisschwund. Er nahm sehr stark zu. Von ihm ging Leichengeruch aus. Er konnte den Kochtopf nicht mehr festhalten. Die Tasse fiel ihm aus den Händen. Er hat ständig etwas zerschlagen. Hände und Beine versagten ihm den Dienst. Häufig ging es mir ganz schlecht. Ich verlor das Bewusstsein, schaltete ab. Und so war es ständig. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und ich wollte es auch nicht. Ich habe einen Befund von der Militärmedizinischen Akademie, aus dem ersichtlich ist, dass die Erkrankung mit den Aufräumarbeiten nach dem Unfall an dem Atomkraftwerk und mit dem Dienst im verschmutzten Gelände zusammenhängt. Die Erkrankung war so massiv, dass das Gehirn sehr stark geschädigt wurde. Die moderne Medizin konnte ihm praktisch nicht mehr helfen. Und Pavel Schemet wurde, so kann man sagen, zum Sterben nach Hause entlassen. Ja, so kam es, dass ich ihr halt in diesem Ganzen von Bruno Gröning erzählt habe. Ich stellte mich ein und bat Bruno Gröning um die Genesung meines Ehemannes. Und es ging ihm immer besser. Ich begann zu laufen, konnte mich bewegen. So lief es dann. Ich weiß nicht mehr, wie lange.
Ich habe meine Kräfte zurückgewonnen. Mein Leben hat neu begonnen. Wir haben immer Kontakt gehalten und so habe ich mitbekommen, wie er Stück um Stück immer mehr Kraft zurückbekommen hat und gesund geworden ist. Es geht mir besser. Ich kann mich bewegen, kann laufen, arbeiten, kann im Haushalt helfen und fühle mich wohl. Und da hat er also hier den Garten gemacht, hat die schwere Gartenarbeit gemacht und fing auch noch mal an, mit dieses Haus aufzubauen. Ja, und er kann wieder alles machen. Er geht schnell, er läuft schneller als ich. Also ich habe immer Probleme nachzukommen. Und er kann alles arbeiten und ja, das durfte ich miterleben, wie er gesund geworden ist. Dass dieser Mann jetzt voll gesund vor mir stand, ist ärztlicherseits nicht nachvollziehbar und nicht erklärbar. Diese chronischen Strahlenkrankheiten bei der Schwere der Strahlenexposition führen zum Tode, wie es ja viele seiner Kollegen auch erlebt haben. Und er hätte bei der fortgeschrittenen Störung ein ähnliches Schicksal zu erwarten gehabt.